Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Battlefield 5 Video. Wie immer vielen Dank, dass ihr mit am Start seid. Es ist heute mal wieder soweit, ein neues Video aus der Rubrik Eure Wünsche aus den Kommentaren bzw. Waffen-Review, und heute sind wir mal wieder beim Versorger angelandet in der LMG-Klasse, und zwar geht es heute um die Lewis bzw. Lewis Gun. Gruß geht an der Stelle raus an Finnegan Skywalker, er hat sich das Ganze nämlich für ein Review gewünscht und dementsprechend schauen wir uns die Sache natürlich an. Mir ist durchaus bewusst, dass vor allem unter den PC-Gamern unter euch das Ding, ja, ich möchte jetzt mal sagen, nicht den besten Ruf genießt, weil doch der ein oder andere Cheater das Teil immer mit dabei hat. Warum das Ganze so ist und was das Teil wirklich gut macht und von den anderen LMGs absolut unterscheidet, all das checken wir heute gemeinsam im Video. Starten wollen wir mal mit einem kurzen Überblick zur Lewis Gun. Und zwar haben wir eine Feuerrate von knapp 540, ein 47er Magazin, und das ist schon mit die Besonderheit, dass sogar noch auf 97 erweitert werden kann im Bedarfsfall. Und dadurch grenzt sich dieses LMG extrem von allen anderen LMGs ab, die meistens zwischen 20 bis maximal 30 Schuss haben. Artverwandt in Anführungszeichen ist vielleicht noch die Brenngun, die ja eine ähnliche Feuerrate hat, auch super präzise. Meterwaffen sind da dementsprechend auf jeden Fall das FG42 bzw. die Bar mit 670 bzw. 720er Feuerrate. Von den Schadenswerten sind die Waffen allesamt komplett gleich. Also bestimmt wird da natürlich die Time to Kill im Verhältnis zur Kugelgeschwindigkeit bzw. zur Feuerrate. Da haben natürlich ein FG42 und eine Bar deutliche Vorteile. Nichtsdestotrotz kann man mit der Lewis Gun einfach durchholzen, weil man eben 47 Schuss und im Extremfall fast 100 Schuss im Magazin hat. Zusätzlich kommt dazu, dass der vertikale Rückstoß mit knapp 0,5 mit am geringsten von allen Waffen ausfällt und der horizontale Rückstoß sich auch gleich verteilt von links auf rechts, nämlich 0,2 bis 0,2. Also da hat man einen ganz straighten Bereich aufhält und den man wirklich super kontrollieren kann, auch auf jegliche Distanzen. Wie das Ganze im Rückstoß dann aussieht, schauen wir uns zum späteren Zeitpunkt noch an. Davor möchte ich euch aber nochmal kurz die Auswirkungen eben auf die Time to Kill zeigen. Wie schon gesagt, Damage over Distance komplett gleich, Bullets to Kill komplett gleich, logisch, weil die Damage-Werte komplett dieselben sind. Dann aber zur Time to Kill, da ist natürlich klar, dass die Bar und das FG42 deutliche Vorteile hat, also sprich die Gegner schneller down bringen, weil natürlich die Feuerrate hoch ist. Zu berücksichtigen ist dabei immer, ihr müsst die Kugeln natürlich auch alle in die Gegner reinbringen, sonst bringt euch das gar nichts. Bei der Lewis Gun und bei der Brenngun super präzise, viele Kugeln, verzeiht auch mal, wenn ihr mal eine Kugel daneben holzt, deswegen ist nicht gleich das Magazin leer, also das ist definitiv ein Vorteil, den es zu beachten gilt. Natürlich muss man aber sagen, dass generell diese Waffen mit langsamerer Feuerrate mehr auf mittlere und weitere Distanz einfach brillieren, in Anführungszeichen, weil auf kurze Distanzen werdet ihr natürlich mit einer höheren Feuerrate und klar gegen SMGs oder Sturmgewehre da den kürzeren ziehen, weil kurze Distanz bringen die Kugeln schon rein. Also mit der Waffe ist es eher erforderlich, dass ihr euch auch ein bisschen auf weitere Distanzen aufhält, beziehungsweise mittlere bis weite Distanzen da bevorzugt. Um euch das Thema Präzision nochmal deutlich zu zeigen, schauen wir uns jetzt einmal den Rückstoß dieser wunderbaren Schnellfeuerwaffe an. Und zwar, wenn wir hier einmal aus der Hüfte ballern, ist klar, Kugeln gehen all over the place. Das unterstreicht auch nochmal, was ich vorher gesagt habe. Also auf kurze Distanzen und Hüftfeuer, klar, bringt ihr irgendwie ein bisschen was rein, aber da seid ihr jedem Sturmgewehr, jeder SMG und so weiter komplett unterlegen. Aber auf Distance, ihr seht schon, ich halte jetzt aktuell nicht gegen, wir zimmern auch das komplette 97er Magazin durch. Rückstoß hört vertikal, also sprich nach oben, irgendwann auf. Und wir sehen, Rückstoß geht erstmal so leicht nach rechts, dann nach links. Easy gegen zu kontrollieren, wenn wir das Ganze versuchen auf einem Punkt zu halten. Ich hämmer hier an der Stelle auch einfach mal die 97 Kugeln komplett durch, dass ihr auch seht, klar, es versetzt sich ein bisschen von links auf rechts. Das ist nicht mein Aim, sondern das ist einfach das Waffenverhalten in Battlefield 5. Aber ihr seht schon, die Kugeln bleiben wunderbar auf einem Platz. Bevor wir jetzt in die Spezialisierungen reingehen, vielleicht vorab mal ein kurzes Zwischenfazit dazu. Also die Waffe passt irgendwie nicht so rein und ist auf jeden Fall, muss man einfach so sagen, ziemlich overpowered. Warum? Ganz einfach, ihr habt 97 Kugeln im maximalen Fall. Habt einen LMG, das heißt, ihr müsst euch nicht hinlegen oder irgendwo aufstützen, um diese Kugeln abzufeuern. Plus die Waffe überhitzt nicht. Also zum Beispiel bei einem MG42, da müsst ihr euch erstens hinlegen, zweitens überhitzt die Waffe. Natürlich habt ihr da auch fast eine 1000er Feuerrate.
Feuerrate ist nochmal eine ganz andere Liga, aber ihr seid mit der Lewis Gun oder Lewis Gun super variabel, super aufgestellt auf mittlere bis weitere Distanzen, habt Kugeln ohne Ende, könnt die Gegner weglasern und das ist mit auch ein Grund, warum so eine Waffe natürlich in jedem Competitive-Bereich untersagt bzw. ja nicht erlaubt ist, weil Spray and Pray ist hier gar nicht so der Fall, aber ihr könnt einfach wirklich diese Kugeln, dieses Riesenmagazin super präzise in die Gegner reinbringen und dementsprechend ist es auf jeden Fall eine Waffe, vor der man ja sich durchaus in Sicherheit bringen sollte. Entsprechend wollen wir uns jetzt nochmal die Spezialisierungen ansehen bzw. da einmal mit eintauchen. Ihr habt einmal die Möglichkeit in der ersten Stufe zwischen 33%igen schnelleren Zielen und den schnelleren Kugeln bzw. der schnelleren Kugelgeschwindigkeit zu wählen. Das ist jetzt insbesondere, wenn ihr ein bisschen defensiver spielt und auf mittlere bis weitere Distanzen geht, wo natürlich auch die Waffe ihre Stärken ausspielt, auf jeden Fall zu empfehlen bzw. ja ein Punkt, den man mit aufnehmen sollte. Dann könnt ihr entweder den kompletten rechten Weg skillen, das heißt, ihr geht auf Präzision, dann bleiben euch anstatt 97 Kugeln nur in Anführungszeichen 47 stehen. Das heißt, ihr reduziert noch die Präzision im gezielten Feuer aus stationärer Position, was man jetzt auch nicht unbedingt braucht und dann am Ende des Tages haut ihr nochmal den Rückstoß auf der Waffe, der das Ganze vertikal, also sprich nach oben reduziert. Empfehlenswerter, wir haben schon festgestellt, die Waffe ist schon super präzise. Wir möchten eigentlich nicht rumliegen, weil sonst können wir auch ein MMG verwenden. Das wollen wir nicht. Also würde ich eher empfehlen, dass ihr euch in der ersten Stufe, je nachdem, ich bevorzuge trotzdem immer noch das schnellere Zielen, weil ganz einfach ich eher offensiver trotz alledem spiele, auch auf mittlere und kurze Distanzen, auch in dem Bewusstsein, dass ich da den ein oder anderen Gunfight auch verlieren werde. Gerade gegen SMGs bzw. gegen Sturmgewehre. Also, da könnt ihr beides auswählen. Ich gehe jetzt mal mit dem ersten ins Rennen, dann muss ich den schnelleren Waffenwechsel wählen, wenn ich auf das größere Magazin kommen möchte. Und dann haben wir 97 Kugeln und unten nehmen wir wiederum die Rückstoßverbesserung. Und das ist eigentlich auch der Weg, den ich euch empfehlen würde. Klar, oben kann man nochmal diskutieren. Wollt ihr lieber die schnell fliegenden Kugeln mitnehmen, anstatt des schnelleren Zielen? Kann man alles machen. Wie gesagt, die Waffe performt eher auf mittlere bis lange Distanzen instead of kurze Distanzen. Kann man auf jeden Fall machen. Gut, entsprechend würde ich sagen, kommen wir mal zu einem finalen Fazit. Das ist auf jeden Fall eine außergewöhnliche Waffe, die natürlich, ja, kann Spaß machen. Auf der anderen Seite, wenn man 97 Kugeln hintereinander in Gegner reinholzt, kann man immer so ein bisschen diskutieren, ist das jetzt eine Skillwaffe? Ich würde sagen, nein. Easy zu handeln, kaum Rückstoß, Kugeln ohne Ende, aber eine Waffe, die sich absolut für Anfänger bzw. Beginner eignet und die man durchaus mal mitnehmen kann bzw. mitnehmen sollte. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann könnt ihr mir gerne eure Wünsche in die Kommentare packen. Nicht vergessen, das Ganze gibt es natürlich auch für Battlefield 2042. Es lohnt sich da immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, ein Abo und ein Like rauszudonnern. Natürlich das Like, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt ein Dislike. In jedem Fall freue ich mich über euer Feedback. Dementsprechend lasst mir das sowohl mit den Däumchen nach oben bzw. nach unten und auch in den Kommentaren da. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Für heute bin ich erstmal raus. Macht euch einen schönen Resttag und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Euer A-Team.